Hallo ihr Lieben, ich bin's Andrea. Ich werde euch heute eine Karte zeigen. Benutze den großen Schmetterling von Sarahs Signature wieder und werde den diesmal auf einer Seite einschneiden. Ich arbeite hier auf einem Hintergrund, den ich vor einiger Zeit gemacht habe. Ich glaube, ich habe das Video gezeigt Ende November. Müsst ihr mal schauen. Ich gucke, ob ich dran denke, einen Link in die Description Box zu packen. Hoffe ich mal. Ich heat emboss den hier jetzt mit schwarzem Embossingpulver, um ihn dann auszuschneiden später. Oder nur auf einer Seite. I will show you a card today I made with this big butterfly from Sarah's signature, and I will cut off one side. Actually, the background I made the other day, I showed a video, I think it was end of November. I tried to think about putting a link about that into the description box. And I heat emboss here with black embossing powder, and I will put the die only on one side, the opening of the card. You can do that on both sides. There are a die a die for both sides, so cut it off on top and off on the bottom, and that's it. So you have this opening, the card opening with the shape of the butterflies. I really like that. And now I will build a card. Ich habe jetzt hier die eine Seite ausgeschnitten mit der Stanze. Ihr habt für beide Seiten eine Stanze und werde mir jetzt eine Karte zusammenbauen, basteln. Ich wollte, ja, normalerweise, wenn du so diese Ausschnitte machst auf der Seite, hast du ja schon eine Kartenbasis, aber dadurch, dass ich den Hintergrund schon gemacht hatte und ich wollte auf diesem Hintergrund arbeiten, hat sich das natürlich erübrigt. Das heißt, ich muss mir jetzt eine basteln. Ist aber kein Problem. Ich meine, als Kartenmacher, wir wissen ja alle, wie das geht. Fummelst du dir irgendwas zusammen. Das geht schon. You know, when I made, I had the background and I wanted to do this card, so normally you use a card base to cut the edge out then, but in this case I had the background already, and of course we all can fiddle a card together. It's possible. So for the background now, because there is an opening, you will see the inside of the card. I wanted to have a sort of nice background. I used this aqua tints in blue. I didn't want to fuzz around a lot, just a bit of blue, and I pick up the dot drops on my craft mat to that something goes on, you know. Ich habe jetzt hier noch einen Hintergrund gemacht. Natürlich wollte ich den Hintergrund nicht weiß lassen. Den sieht man ja, weil die Karte nicht ganz geschlossen ist. Aber ich wollte jetzt auch nicht so ein großes Drama machen. Also ein bisschen von den Aquatints drauf. Ich pick jetzt hier immer noch so die restliche Farbe, die auf meiner Matte ist, auf. So ein bisschen, damit was vor sich geht. Ein bisschen Wassertropfen hier. Das trockne ich nochmal. A few water drops on top. And then I dry it and then it looks a bit distressy. And of course I wanted to have more going on than the blue, and I thought this stem would be a great idea. It was. But you might see already it's upside down, and I have specially for myself this arrow on the reverse. Can you see that? And I didn't see it, and then I think, oh, in this moment I saw it. Oh gosh, yeah, and yeah, okay. So nothing's easier than that. Turn it around, and you only will see this bit on, and so I correct it like this. Ihr habt gesehen, ich habe auf den Kopf gestempelt. Da ist mir dann, obwohl ich diesen Pfeil hinten drauf habe, extra, ist mir das gar nicht so aufgefallen. Erst in dem Moment, als ich schon gestempelt habe. Und macht ja nichts. Von dem Ausschnitt sieht man nicht viel. Das ist eine Karte für die Show, also sieht man nur das bisschen und einfach umdrehen, nochmal neu drauf machen. Und der Fehler ist behoben. So, das klebe ich jetzt drauf. Habe das jetzt extra erst noch mit dem Tape-Roller gemacht und noch ein bisschen Kleber drauf, dass es auch wirklich hält. Das ist immer ganz wichtig für die Karten, für die Show. I'm gluing everything together now. I use tape and glue to make sure that it stays put, because it's for the show and I really have to make sure that that stays put. And of course I didn't want to have this dirty white reverse, and I matted again on some black to get nice little black edge, the contrast, and that will be a card base as well. So I have two of them. Ich habe jetzt hier
nochmal auf schwarz gemattet, weil ich fand das einfach zu schmutzig. Und dann habe ich auch natürlich meine schönen Kanten in schwarz, Kontrast, und habe nochmal eine Kartenbasis, also doppelt gemoppelt. Nein, aber da kann man ja schlecht drauf schreiben oder könnte man schlecht drauf schreiben, wenn man sie denn verschenken wollte, was natürlich nicht passiert, aber ja, könnte man machen. Dann hat man diese zum Aufklappen und nochmal zum Aufklappen, wo man was reinschreibt. And I will mat that, as I said, on craft card. As I said before, I have the opening at the butterfly part and another card base, so yeah, that's okay. It's something different, you know. It's a very, very unusual card and I really like that. So, ich habe dann hier die Kraftkarte genommen als meine Card Base nochmal und ich fand das eigentlich ganz witzig. Ist mal was anderes. Eigentlich eine gute Idee, das wirklich mal öfter so zu machen. Ich denke, das ist für den, der die Karte kriegt, recht interessant. Kann dann vorne aufklappen, da kann man vielleicht noch irgendwie so einen Gutschein reinpacken, was auch immer. Und dann wollte ich noch den Butterfly, Schmetterling, schön noch ein bisschen hervorheben und gehe jetzt mit meinen Color Blends rein, um das Lila nochmal aufzugreifen und ein bisschen zu verstärken. Nicht viel, einfach so ein bisschen. You know, I wanted to make the purple stand out more, so I'm using my aqua blends. No, aqua blends, these are the color blends. And work on the purple a bit, only to let it stand out. And that's the close-up already. So I say thanks a lot for watching, guys. I hope you like it, and if so, please don't forget to leave me a thumbs up, and a comment would be so much appreciated. And I hope I will see you soon with my next project, and until then, I wish you a fantastic time. Happy crafting. Bye bye. So, ihr Lieben, ich danke euch ganz, ganz recht schön fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Einen Kommentar, wäre ich super glücklich drüber. Und ja, bis zu meinem nächsten Projekt, hoffentlich sehe ich euch wieder. Wünsche euch eine ganz, ganz tolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bis dann. Ciao, ciao.